So like for bachelor courses, they usually already have like a fixed plan for you. And usually in bachelor, there are really a lot of subjects and the schedule is really packed. So you have to have like this time management skills to manage your own time. When do you do this? When do you do that? When do you do your revision? Or when do you go to sports? When can you have fun? And yeah, and for master is more like you need to organize. You need to choose your own courses, and then you need to organize the timetable, the schedule on your own. So self-organizing is really important. Hier in Deutschland die Familie oder die Universität organisiert hat. Aber hier in Deutschland ist es schon so, dass der Student selbst das Steuer in der Hand hat. Ja? Und das hat wahnsinnig viele Vorteile. Man ist nämlich auch wahnsinnig frei und kann ganz viele Dinge selbst entscheiden. Aber man muss sie eben auch selbst entscheiden. Und wenn man die Dinge nicht selbst in die Hand nimmt und nichts tut, passiert auch nichts. Von daher ist es wichtig, dass man sich darauf einstellt, dass man hier sehr viel zu tun hat, dass man hier aktiv werden muss, selbst aktiv werden muss. Aber wenn man das erstmal beginnt, wird man merken, dass es eigentlich Spaß macht und man auch ganz viel Erfolg damit haben kann. It depends on where you study and what you have had before or experienced before, but I think in general the academic life in Germany it's fast. It's also basically all is self-organization, self-studying, and self-planning as well. Sometimes it is semi-structured, sometimes it is you who are responsible for your own studies and the planning and structuring of it. Also ich denke, was ein bisschen anders ist in Deutschland, ist die große Eigenverantwortung, die man als Student oder Studentin haben muss. Ein großer Anteil vom Studium ist das Selbststudium, also das selbstorganisierte und selbst geplante Studium zu Hause oder in der Bibliothek. In der Zeit bereitet man eine Vorlesung nach oder bereitet sich auf ein Seminar oder eine Übung vor. Und das erfordert sehr viel Selbstdisziplin. Und das muss man natürlich erst mal lernen. I think what was different in here was the self-working way of doing things. Because I think in Turkey we got a lot of support from the teachers that they kind of guides you in a very throughout way, and then they are here when you always ask support. And but in here I feel that that's more individualistic, that you kind of do what you do and then you get critique from them, but that's not like a lot of critique, like you get 3 for your master thesis or something. So I think it really depends on you and how much effort you would put in, and you reach out to them and so on. I think that's also different. So zum Beispiel im Studium muss man seine Prüfungen anmelden und die muss man wirklich selber anmelden. Und wenn man die nicht anmeldet, wird man zur Prüfung nicht zugelassen. Das passiert leider ganz oft. Dass man zur Prüfung nicht zugelassen wird, weil man sich nicht angemeldet hat. Aber das ist einfach eine Regel, das sind auch diese Deadlines. Wenn man sich nicht bis zu diesem Tag angemeldet hat, wird man nicht zugelassen. Perhaps not suitable for people that like to have a very busy schedule set by someone else, as we say. So I think here in Weimar you have to come with a much more individual idea on what you want to do with your studies. So I have to organize my day essentially how I want to. So I'm quite free, which means that I need to have loads of discipline and rigorosity, so to get things done and to keep advancing. So there's quite a lot of freedom in this sense. Was anders ist an den Hochschulen in Deutschland, also dass man sich als Studierender einfach selbst stärker organisieren muss, dass man nicht so viel vorgegeben bekommt, dass man einfach so eigenverantwortlich seinen Stundenplan zusammenstellt. Und wenn man jetzt hört, der und der ist jetzt Betreuer in dem Bereich, dann heißt das jetzt nicht, dass er für mich alles erledigt, sondern dann heißt es einfach nur, dass man
von demjenigen gezeigt bekommt, was man machen muss und dann sozusagen sich selbst weiterhelfen muss. Dann sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ein sehr gravierender Unterschied und das müssen auch die Studierenden hier erstmal lernen und sich auch selbst organisieren. Auch wenn es eine Hochschule ist, hier gibt es also eine Fachhochschule, ich meine University of Applied Sciences, also hier wird auch einiges schon vorgegeben, der Stundenplan wird teilweise je nach Fach auch schon festgelegt, aber trotzdem ist ja ein gewisses Maß an Selbstorganisation dann schon vonnöten für den Studierenden, also viel in höherem Maße sozusagen. Ich sage mal, die Professoren legen Wert darauf, zu sagen, dass eine vorlesungsfreie Zeit ja keine studienfreie Zeit ist. Also nur weil keine Vorlesungen sind, heißt es ja nicht, dass man nicht lernen sollte, zumindest. Viele, würde ich sagen, nutzen die Zeit auch, um sich das Studium zu finanzieren. Also die gehen dann in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten, für einen Monat oder für 2 und versuchen so, sich den eigenen Haushalt ein bisschen aufzubessern. Ich denke, das ist noch so ein Ding, das man machen kann. Self-management, time management is something, it's completely very individualistic by nature, and people can only help you if you want them to help you. But other than that, I think compared to other countries, in Germany, organizing your studies and the whole curriculum is pretty much easy, because I feel, as I said, I never had a problem. When I was doing my master's, I had the best professors. I could get in touch with them anytime. I could talk to them anytime. If I had problems with my marks, I could not give my exams. There were always some options. That was the beauty of studying in a German university.